Reis. Er bedeutet Leben in Afrika. Hier in Gambia ist er Grundnahrungsmittel Nummer 1, obwohl das Land selbst keinen Reis anbaut. Gambia ist das kleinste Land Afrikas. Es liegt an der Westküste, ganz vom Senegal umschlossen. Aber es hat Platz genug für gut 2 Millionen Einwohner. Die Mehrheit sind Muslime. Christen gibt es wenige. In Banjul, der Hauptstadt, begegnet man allen Problemen, die der Kontinent zu bieten hat. Armut, Arbeitslosigkeit, kaum Bildung. Christen aus Süddeutschland werden 2014 auf das kleine Land aufmerksam. Man überlegt zu helfen. Die erste Fahrt nach Gambia findet 2015 statt. Die Armut ist erdrückend. Wo soll man hier anfangen zu helfen? In Banjul treffen wir den Unternehmer Stanislaus Malisa aus der Gemeinde Neckarsulm. Er fährt für den Verein Liebe und Reis oft nach Gambia. Wir fragen ihn, was einen Europäer hier erwartet. Es ist hier wirklich eine ganz andere Welt als das, was wir in Deutschland kennen. Es ist dreckig, es ist staubig. Es ist wirklich ganz was anderes. Die haben hier andere Probleme. Die haben keinen Kriege, die haben keinen Umweltschutz hier oder sonst irgendwie was. Ja, hier geht es ums pure Überleben der Zeit. Und das sieht man hier an allen Ecken und Enden. Das, was hier ist, das sind gefüllte 200 Jahre zurück. Und woher kommt der Gestank in Banjuls Straßen? Das sind die Abgase meistens von unseren Daimler, von unseren alten Mercedes oder sonstiges. Guck dir mal die Taxis mal an. Das sind alles Autos, die von Deutschland her per Container nach Gambia importiert worden sind. Aber nicht nur Autos machen die Probleme. Guck mal diese Klapperkisten an. Die stinken ohne Ende. Aber auch Reifen und sonst was. Der ganze Dreck, alles, was wir in Deutschland nicht mehr brauchen, das kommt in Gambia wieder an. Und letztendlich zahlen die Gambianer die Afrikaner doppelt. Einmal, weil sie das Ganze nach Gambia importieren und dann zum zweiten Mal letztendlich entweder mit ihrer Gesundheit, aber auch mit den Kosten der Entsorgung. Also das ist letztendlich, das ist die Müllhalde Europas hier. Ja, anders kann man es nicht sagen. Guckt es mal an. In einer dieser Müllhalden Europas wollen die deutschen Christen tatsächlich helfen. 3 Gemeinden aus Süddeutschland stürzen sich in das Abenteuer Gambia. Viele fragen sich, ob das gut gehen wird. Auch er, der ehemalige Pastor Walter Krug und seine Frau Hannelore, beide längst im Rentenalter. Ihren Verein gründen sie 2018 und nennen ihn Liebe und Reis für Gambia. Mit ersten Spenden wird Reis gekauft. Doch die Krugs merken auch, wie groß die Neugier auf das Christentum ist. Sie beschließen, soziale Hilfe und das Evangelium nach Gambia zu bringen. Hannelore Krug trifft sich mit Jugendlichen, die neugierig nach Jesus Christus fragen. Sie gründet eine Facebook-Gruppe mit jungen Männern, die zum ersten Mal in ihrem Leben in der Bibel lesen. Der Anfang ist gemacht. (2018) Die Arbeit in Gambia nimmt Fahrt auf. Spätestens als die Krugs den einheimischen Pastor Fadil Cissé kennenlernen, der ihnen von einem verrückten Plan erzählt. Er will mitten im Nirgendwo eine Bibelschule aufbauen. Ungläubig, wie das gelingen soll, betreten die Krugs das 2 Hektar große, öde und leere Land. Hier soll einmal das Evangelium verkündet und Reis verteilt werden? Kann das wirklich funktionieren? Also für mich gilt immer dieses Prinzip, und das wird sich auch nicht ändern: Wo wir das Evangelium verkündigen, helfen wir auch in sozialen Fragen, wie immer die aussehen. Unser Thema heißt ja Liebe und Reis. Aber wir geben nicht nur Reis, wir geben Schulausbildung, wir geben Hilfe, dass gebaut werden kann und viele andere Dinge auch, die wir machen. Wer aber soziale Hilfe macht
und kein Evangelium verkündigt, der will entschieden zu wenig. Die erste Bibelschule in Gambia wird tatsächlich gebaut. Kinder bekommen Reis und junge Leute eine Ausbildung. 2018 entsteht sogar ein Film. Walter Krug berichtet darin auf Bibel TV, wie Gemeinden und private Unterstützer erfolgreich das Evangelium nach Gambia bringen, ohne den Reis zu vergessen. Denn mit hungrigem Magen, sagt Walter Krug, kann man die Bibel nicht verstehen. Junge Leute beginnen, sich für das Projekt zu interessieren. Walter Krug erhält nach dem Film eine Flut von Mails, Briefen, Anrufen und viele Spenden. Christen fragen, ob sie Patenschaften für junge Leute übernehmen könnten, die sie im Film gesehen hatten. Spender wollen einen Wasserturm und Mauern für den Schutz der Bibelschule finanzieren. Angebote, deren Realisierung Hannelore Krug nicht mehr miterleben kann. Sie stirbt 2021 und hinterlässt eine schier unersetzbare Lücke im Verein Liebe und Reis für Gambia. Walter Krug und seine Mitstreiter merken, dass der Verein an seine Grenzen kommt. Liebe und Reis hat nur 12 Mitglieder, alles Ehrenamtliche und keine Büros oder Strukturen wie große christliche Werke in Afrika. Walter Krug denkt ans Aufhören. Also wir waren an einem Punkt, wo wir wirklich überlegt haben, machen wir weiter, macht das Sinn? Wie ist es? Aber wir bekamen so viel Resonanz und noch einmal unsere Freunde zahlen über Jahre monatlich treu ihren Betrag und es kommen immer wieder neue dazu. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich, das muss weitergehen. Und es geht weiter. Der Verein fliegt 2022 nach Gambia. Die Liebe- und Reis-Leute wollen sich vor Ort ein Bild machen. Was kostet der Reis heute? Welche Projekte waren erfolgreich? Wie haben sich Menschen wirklich entwickelt, die das Evangelium für sich entdeckt haben? Gleich am ersten Tag wird Reis gekauft. Der Verein will eine christliche Schule in Banjul besuchen. Die Kinder brauchen etwas zu essen. Offiziell gibt es kein Schulessen in Gambia. Erste Erkenntnis: Reis ist deutlich teurer geworden. Er kostet heute 20 €. Eine Familie in Gambia lebt im Monat von 50 €. Was sofort ins Auge fällt: Die Schere zwischen Arm und Reich ist größer geworden. Deshalb sofort als erstes ein Besuch bei den Kindern. Und das ist unser Auftrag. Wir wollen einfach die Kinder satt sehen, damit sie sich besser konzentrieren und lernen können. Und das ist extrem wichtig, weil gerade die christlichen Familien in Gambia stark benachteiligt sind gegenüber von den muslimischen Familien und sind in der Regel auch sehr arm. Und da wollen wir entgegenwirken, indem wir einfach den christlichen Schulen Reis geben, damit sie die Kinder dort vor Ort mit Essen versorgen, damit sie sich einfach besser konzentrieren können und bessere Ergebnisse leisten können. Damit sie auch ein bisschen nicht so benachteiligt werden gegen den muslimischen Familien hier. Genau, wir Christen müssen zusammenhalten. Die Abba-Schule in Banjul ist eine christliche Privatschule. Bemerkenswert in vielerlei Hinsicht. Hier gibt es für die Kinder bis zur 8. Klasse nämlich etwas zu essen. Einmalig in Gambia. Es wird frisch und fettarm gekocht, wenn auch etwas ungewohnt für unsere Mägen. Die Kinder lernen hier mehrere Sprachen, naturwissenschaftliche Fächer und das Evangelium. Umso mehr verwundert es, dass auch muslimische Kinder in die Abba-Schule gehen, deren Eltern, so heißt es, die gute Ausbildung an dieser Schule schätzen und das Essen. Anstehen, Hände waschen und dann wird auf dem Fußboden gegessen. Besteck und Teller gibt es nicht, aber etwas zu essen. Und zwar regelmäßig. Immerhin.
Der Direktor der Schule schätzt die konkrete Unterstützung der Deutschen. Hilfe, die ankommt und nicht, wie so oft in Afrika, versickert. Das ist eine großartige Hilfe, die wir hier in Afrika erhalten. Die Gründer der Organisation, die heute bei uns sind, helfen uns beim Schulessen und fördern damit die Ressourcen der Kinder. Von diesem Moment an, wenn die Bäuche der Kinder voll sind sie in der Lage, konzentriert dem Unterricht zu folgen. Mathematikunterricht in der 8. Klasse. Das Niveau ist hoch. Wichtig ist der Schule aber auch der christliche Unterricht. We established this school to make sure that we bring in Christian values. Wir haben diese Schule gegründet, um christliche Werte und charakterliche Stärke zu vermitteln. In Summe vermitteln wir stärker das Evangelium, um den Kindern zu helfen, den Fokus auf ihr Leben zu richten und nicht auf der Straße zu landen. Das Schöne an diesen christlichen Schulen ist, dass die Schüler, auch die muslimischen Schüler, kleine Missionare sind, die zu Hause dann entsprechend auch die Eltern abholen. Die singen christliche Lieder zu Hause und das ist der Nebeneffekt. Und das zweite Nebeneffekt ist, sie haben keine Zeit mehr auf die Koranschule zu gehen, die nämlich immer Samstag und Sonntag ist, weil die Abba-Schule hat auch am Samstag Schule eingeführt, wo die meisten Hauptfächer stattfinden. Das heißt, die Schüler müssen nicht hier sein. Gambia ist 2015 als Islamische Republik ausgerufen worden. Der Islam ist die dominierende Religion. 97% der 2 Millionen Einwohner sind muslimisch. Saudi-Arabien baut eine Moschee nach der anderen im Land. Soziale Hilfe leisten die Saudis nicht. Der Islam prägt natürlich auch das Familienleben. Verschleierte und rechtlose Frauen, Polygamie, Genitalverstümmelung. Auch das gehört zu Gambia. Liebe und Reis erfährt vor 3 Jahren vom Schicksal einer jungen Frau. Um sie zu schützen, zeigen wir ihre wahre Identität nicht. Die junge Frau, ihr neuer Name ist Esther, wird in einer strenggläubigen Familie geboren. Ihr Lebensweg ist typisch für Mädchen in muslimischen Familien. Doch Esther trifft es besonders hart. Die Eltern verstoßen das kleine Mädchen. Sie wächst bei Verwandten auf. Esther bekommt kaum zu essen, wird geschlagen, muss aber schon als Kind hart arbeiten. Zur Schule darf sie nicht. Das Kind wird krank. Ihr Zustand verschlimmert sich. During my childhood time, I was with my auntie. Während meiner Kindheit wuchs ich bei meiner Tante auf. Meine Mutter hat mich zu ihr gegeben, damit sie sich um mich kümmert. Die hat mich aber ganz schlecht behandelt. Meine Tante hat mir nichts zu essen gegeben. Manchmal durfte ich für mehrere Tage nicht baden. Sie sagte zu mir, du bist eine Hexe und eine Hexe lasse ich nicht in meinem Haus leben. Zu dieser Zeit fing ich an, krank zu werden. Sie hat mich nicht in ein Krankenhaus gebracht, sondern zu einem Medizinmann. Der hat auch nichts gefunden und mir nur Tabletten gegeben. Ich habe zuerst meine Familie nicht verstanden, aber später schon. Sie wollten nicht, dass ich eine Christin werde. Sie haben mir gesagt, dass ich diesen Glauben verleugnen oder sterben soll. Ich bin aber wie neu geboren. Ich muss Jesus nachfolgen, denn er hat mir so viel Liebe gezeigt, die ich vorher nie erlebt hatte. Esther bekommt Kontakt zu einer christlichen Gemeinde. Sie hatte einem Mädchen erzählt, dass man versuchte, sie im Hause ihrer Tante zu vergiften. Die Freundin stellte einen Kontakt zur Gemeinde von Pastor Thomas her. Der kümmerte sich sofort um Esther und nahm sie mit in seine Gottesdienste, wo sie Kontakt zum christlichen Glauben und freundlichen Menschen fand. Auch Liebe und Reis erfuhr auf diese Weise von ihr und begann Esther zu helfen. Plötzlich unterstützte der Verein nicht mehr nur christliche Projekte, sondern half durch das Projekt der Makarios-Kirche auch Menschen, die konvertieren wollten. Esther hatte man damit sogar das Leben gerettet.
Ihre Freundin erinnert sich. I met Esther in 2019. Ich habe Esther im Jahr 2019 kennengelernt. Jemand lud sie in die Kirche ein. Als sie den Pastor traf, sah er sie an und betete für sie, weil man diese Angst vor spirituellen Angriffen hatte. Sie konnte nicht normal denken und fühlte sich nicht wohl in ihrem Leben. Der Pastor betete danach für sie. Nach der Kirche unterhielt ich mich mit ihr, um ihren Namen zu erfahren und woher sie kommt. Ich kenne Esther und ich weiß, dass es da draußen noch mehr Leute gibt, die auch verfolgt werden, wegen ihrer Entscheidung, Christus zu dienen. Aber ich weiß vieles eben von Esther, weil sie mit mir zusammen wohnt und wir waren zusammen in der Kirche. Und ich kann deshalb sagen, es werden immer mehr Menschen verfolgt, weil sie sich für Christus entschieden haben. Eine Gemeinde unterstützt Esther finanziell. Ein persönlicher Kontakt durch eine Frau der Bruchsaler Gemeinde entsteht. Esther gewinnt eine Freundin, die ihr im Glauben weiterhilft, aber auch in Fragen der Schule und Zukunft zur Seite steht. Esther erfährt zum ersten Mal in ihrem Leben, dass eine Religion auch Liebe vermitteln kann. Ja, sagt sie entschieden, ich will Jesus folgen. Doch die Angst, dass ihre Familie sie finden wird, bleibt. (2018) lernt Liebe und Reis einen jungen, bettelarmen Gambier kennen. Alassane, 20 Jahre alt. Er hatte mehrfach versucht, nach Europa zu fliehen, doch er scheiterte. Der junge Alassane musste mit ansehen, wie viele seiner Landsleute auf der Flucht über den Landweg nach Libyen ihr Leben verloren. Doch seine Familie zwang ihn, es noch einmal über das Meer zu versuchen. Er sollte es auf jeden Fall nach Deutschland schaffen, um von dort aus 50 € im Monat in die Heimat überweisen zu können. Alassane weigert sich zu fliehen, als er hört, dass tausende Männer im Atlantik ihr Leben verlieren. Er bleibt in Gambia, ohne Hoffnung und seelisch am Ende. 2018 sieht eine Christin den Film über Liebe und Reis auf Bibel TV. Die Münchnerin Monika Schomburg erfährt von Alassane und seiner Familie, die ihn zwingt, wegen 50 € nach Europa zu fliehen. Sie schreibt an Liebe und Reis und erklärt sich bereit, Alassane monatlich 50 € zu überweisen. Hilfe zur Selbsthilfe. Das Konzept von Liebe und Reis geht auf. Heute, 4 Jahre später, besuchen wir Alassane. Wir wollen schauen, was er aus seinem Leben gemacht hat. Hat er die 50 € monatlich investiert? Oder verprasst? Es ist früher Morgen und Alassane drängelt sich unter die Händler am Fischmarkt. Er hat ein kleines Geschäft aufgemacht. Hier in Banjul am Strand kauft er Fisch. Und dann bringt er ihn in abgelegene Dörfer. Alassane hat das Geld aus Deutschland nicht verprasst. Walter Krug ist stolz auf den jungen Gambier und hat eine Überraschung aus Deutschland mitgebracht. Hallo Alassane, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich bin die Monika aus Deutschland. Ich habe dich im Fernsehen gesehen und deine Geschichte hat mich sehr berührt. Ich bin die Frau, die dich unterstützt, weil ich mir gedacht habe, du sollst nicht beide noch ein zweites Mal dein Leben riskieren für 50 € im Monat. Ich bin total stolz auf dich, dass du in Gambia geblieben bist und dass du dir eine Existenz aufgebaut hast. Und ich bin froh, dass ich ein Teil davon sein darf. Und ich habe noch ein Geschenk für dich, einen Gruß aus Deutschland. Ich habe gehört, dass Hühner das Gold Afrikas sind. Und ich wünsche dir, dass die Hühner viele Eier legen und euch wirtschaftlich noch einen Aufschwung geben. Lieber Alassane, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und Gottes Segen, privat und auch für deine berufliche Zukunft.
Walter Krug freut sich über den persönlichen Erfolg von Alassane. Wichtig ist ihm aber auch, dass das Projekt Hilfe zur Selbsthilfe funktioniert. Obwohl es auch Rückschläge und Enttäuschungen gab. Da, wo es viel Armut gibt, gibt es immer wieder Leute, die versuchen, Hilfsprojekte auszunutzen. Das weiß man im Verein. Alassane hat sein Schicksal in die Hand genommen. Er konnte sich ein Motorrad leisten und liefert Fisch aufs Land. Eine Familie hat er auch, mittlerweile sogar ein kleines Haus. Für unsere Verhältnisse eine Kleinigkeit. Für Afrika ist das der richtige Weg aus der Armut. Das Thema ist einfach so, dass hier mit 50 € im Monat eine Familie auskommt. Und 50 € im Monat ist in Deutschland ja nicht viel. Deshalb gibt es hier sehr viele Menschen, die einfach das ausnutzen und die einfach um Geld betteln. Die betteln um Geld, die betteln um 50 €, die betteln dadurch, ja, dass wir vielleicht können wir sie subventionieren. Und das ist einfach das, da muss man aufpassen. Da passen wir auch auf. Und noch einer hat es geschafft. Liebe und Reis trifft einen jungen Mann, dem es gelungen ist, mit 50 € im Monat die Ausbildung zum Lehrer zu schaffen. Karamo aus dem Norden des Landes hatte in Gambia vom Christentum gehört. Freunde nahmen ihn heimlich zum Gottesdienst mit. Er sagt, sein Leben habe sich schlagartig geändert, als er von Jesus Christus erfuhr. Als seine Mutter das bemerkte, sperrte sie ihn in seinem Zimmer ein. Karamo zeigt sein Diplom an der Technischen Fakultät Banjul. Damit kann er als Lehrer die Fächer Technisches Zeichnen und Werken unterrichten. Er bekommt ein kleines Einkommen und steht auf eigenen Füßen. Karamo bedankt sich bei Liebe und Reis für die Unterstützung, ohne die sein 2-jähriges Studium nicht möglich gewesen wäre. So I thank God for that. Die Geschichte von Karamo zeigt uns natürlich, wie das auch funktionieren kann. Und wie Mama und Papa das eben ins Leben gerufen haben, wie das aufgebaut wurde. Und es geht natürlich weiter. Und wie alles andere wird es auch bestimmte Veränderungen geben. Aber im Grundsatz bleibt das so. Unser Wunsch ist, als Liebe und Reis nicht irgendwie zu kommen und zu sagen, hey, hier sind wir Europäer, wir wissen es besser, kriegen wir besser hin. Nein, wir möchten gerne Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen unterstützen. Sogar die Afrikaner selber wollen ja letzten Endes nicht, dass wir ständig da sind und geben, weil sie die Hand aufmachen, sondern sie wollen auf eigenen Beinen stehen. Dann bekommt Karamo noch Post aus Deutschland. Es ist ein Brief der Familie Krasowski aus Hamburg, die seine Ausbildung zum Lehrer mit 50 € pro Monat unterstützt hat. Dear Karamo. Lieber Karamo, ich bin wirklich froh, dass du deine Ausbildung zum Lehrer abgeschlossen hast und nun als Lehrer arbeiten kannst. Ich hoffe, dass es eine Freude für dich ist, dein Wissen anderen zur Verfügung zu stellen und auch für dich selbst Neues zu erfahren. Bleib behütet. Wir werden immer an deiner Seite stehen und du bist immer in meinen Gebeten. Viele liebe Grüße, Annelie. Annelie. Thank you so much for the wonderful letter. Also ich würde meinen, wenn Hanne hier wäre, da wird sie sagen, genau mein Wunsch, meine Vorstellung geht in Erfüllung, dass wir Menschen helfen, einen Beruf zu haben, dem Herrn zu folgen und im Land zu bleiben. Und genau das dürfen wir bei Karamo sehen und wünschen uns das natürlich auch bei anderen, dass wir ihnen so helfen können, dass es so weitergehen kann. Ich bin sehr dankbar und freue mich sehr, wie er das gemacht hat. Natürlich weiß man bei Liebe und Reis auch, dass die Unterstützung mit 50 € im Monat in Gambia nicht unproblematisch ist. Auch das ist eine Erfahrung seit der Gründung des Vereins 2018. Viele Menschen schickten plötzlich Wunschlisten, die immer länger wurden. Einzelne Personen forderten Summen, die den Verein deutlich überforderten. Wir hatten natürlich auch schon Enttäuschungen erlebt,
wo wir was bezahlt haben und hinterher erst festgestellt haben, das war falsch. Das ärgert uns unglaublich, aber es kommt vor. Rückblende. Der einheimische Pastor Fadil Ceesay kauft 2012 dieses öde Stück Land. Er will darauf die erste Bibelschule Gambias gründen. Er nennt sie Indigenous Mission of West Africa, Mission der Einheimischen in Westafrika. Und er bittet die Deutschen, ihm dabei zu helfen. Walter Krug sieht das hier 2015 zum ersten Mal. Eher ungläubig fragt er sich, wie er den Gemeinden zu Hause erklären soll, für so ein ödes Stück Land zu spenden. Ich erinnere mich an unsere erste Reise 2015. Auf dem ganzen Gelände hat man nichts gesehen als den Wasserturm und die Hütte darunter. Der Hausherr, Pastor Fadil Ceesay. Wir schreiben das Jahr 2022. Auf dem wichtigsten Gebäude, dem Wasserturm, kann man am besten sehen, was sich hier verändert hat. 4 Rundhäuser sind entstanden. Unterkünfte für Pastoren und Missionare. 80% der Gambier, die früher Theologie im Ausland studierten, kehrten nicht in ihre Heimat zurück. Jetzt gibt es mit Imwaland in Gambia eine Ausbildung und Unterkünfte. Mit Gottvertrauen und jeder Menge Zement. Und es ist grün auf Imwaland. Irgendwie hat man es geschafft, das ausgedorrte Land zu bepflanzen. Das gibt der Bibelschule die Chance, sich selbst zu versorgen. Mit Spenden wurden wahre Wunder vollbracht, schwärmt Walter Krug. Wir sind einfach fasziniert und haben erlebt, dass unter den Spendern, die wir hatten, ein Bruder sein Konto wirklich geraubt hat und hat es geleistet, dass dieses Haus dort entstehen konnte und viele andere Dinge auch. Und dann die wertvollen Beträge, liebe Freunde, von 10 € bis 200 € in einer Regelmäßigkeit, das ist einfach, ich bin überwältigt. Wie macht der Verein das? Wie kommt ein solcher Erfolg zustande? Liebe und Reis ist Partner von IMWA. Man ist eine Familie und hält Kontakt. Man sieht sich regelmäßig auf Zoom-Konferenzen. Pastor Fadil ist Freund, Vertrauter, Bruder im Glauben. Es gibt nicht die reichen Spender da oben und die armen Glaubensbrüder da unten. Und dann ist da noch der Umgang mit Menschen. Pastor Fadil lernte einen jungen Mann kennen. Er heißt Samba und hatte wie Esther in Banjul Schwierigkeiten im Elternhaus. Samba verstand vieles im Koran nicht und stellte Fragen. Das wurde als Ungehorsam ausgelegt. Als er sich für das Christentum interessierte, bekam er Schwierigkeiten und floh. Fadil nahm ihn auf. Solche Erfahrungen gibt Fadil an Liebe und Reis weiter. So kann vertrauensvoll geprüft und Hilfe organisiert werden. Samba gibt aber auch etwas zurück. Er bekommt nicht nur freies Essen und Unterkunft, er arbeitet heute auch mit auf IMWA-Land. Der 29-Jährige entwickelte sich zu einem geschickten Maurer und hilft, das Gelände mit einer Mauer zu umfrieden. Denn es gibt leider nicht nur Tiere, die versuchen, die Felder und Beete zu plündern. Hohe Mauern schützen vor allem vor Anschlägen radikaler Muslime. Liebe und Reis unterstützt Samba und damit die Sicherheit der Bibelschule auf IMWA-Land. Liebe und Reis hat zwar viele Spender, aber nur 12 Mitglieder. Wie schaffen die das? Der Erfolg des Vereins liegt in der Fähigkeit, im Team zu arbeiten und gemeinsam für ein Ziel zu streiten. Gemeinden und viele einzelne Spender teilen sich die Verantwortung für einzelne Projekte auf. Vereint ist man in der geistlichen Arbeit. In Deutschland wie in Gambia. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, und zwar Menschenfischer zu sein. Und das wollen wir genau hier auch machen. Liebe und Reis als Verein gibt Hoffnung
Würde den Menschen in Westafrika und die Liebe zum Jesus Christi. Und das ist genau unser Ziel hier mit IMWA. Wir bilden hier Pastoren aus, wir nehmen hier Schüler auf, wir nehmen hier Leute auf, die einfach zum Christentum konvertiert sind. Und wir nehmen das wirklich sehr, sehr ernst hier und helfen, wo wir nur können. Liebe und Reis unterstützt auf IMWA-Land auch ein Projekt, für das man in anderen muslimischen Ländern leicht ins Gefängnis kommen kann. Pastor Fadil, bekannt für seine außergewöhnlichen Ideen, lädt regelmäßig muslimische Frauen in den christlichen Bibelgarten ein. Deren Ehemänner wissen in der Regel nichts davon. Pastor Fadil schafft es, ein friedliches Miteinander der Religionen zu organisieren. Und sei es im Gemüsebeet. Sie lernen hier biologische Landwirtschaft. Wir nennen das Landwirtschaft mit Gott. Ich habe das in Südafrika in der Bibelschule gelernt. Diese Frauen können sich keine Düngemittel oder Chemikalien leisten, damit die Dinge richtig groß werden. Schauen Sie, wie gesund dieser Kohl ist. Alles aus biologischem Anbau. Wir bringen ihnen bei, wie sie ihren eigenen Kompost herstellen. Wir geben ihnen Parzellen, auf denen sie ihre eigene Paprika, Kohl oder anderes Gemüse anbauen. Die Ernte nehmen sie mit nach Hause für ihre Familien oder zum Verkaufen. So haben sie ein kleines Einkommen. Für uns sind solche Gemüsebeete selbstverständlich. In Gambia ist das anders. Hier gibt es gar keine Landwirtschaft, geschweige denn Biogemüse. Mit solchen Initiativen gelingt es Pastor Fadil, dass die Bibelschule sich selbst versorgen kann. Und dass er die muslimischen Frauen aus dem Ort einlädt, bringt den Christen natürlich viele Sympathien. Der Grund, warum wir Ihnen eine Gartenfläche zur Verfügung stellen, ist, wir wollen eine Beziehung zwischen christlichen und muslimischen Frauen bilden. Sie sind von dem Dorf hier. Wir brachten sie hierher, um sie auszubilden und eine Möglichkeit zu geben, wo sie ihr Wissen anwenden können. Das hilft ihnen auch, weil sie die Produkte verkaufen und so für sich selber sorgen können. Das ist unsere Strategie, den Glauben mit ihnen zu teilen. Mit den Moslems ist es nicht einfach, über Jesus Christus zu reden. Aber wenn du ihnen Chancen einräumst, sie unterrichtest, ihnen Bioprodukte gibst, dann gewinnst du sie. Sie lernen auf diese Weise natürliche Anbaumethoden und unsere biblischen Prinzipien kennen. Das ist eines unserer Ziele. Die Küche der Bibelschule. Noch vor Jahren war an dieser Stelle nur eine karge Geröllwüste. Jetzt wird jeden Tag für 30 Personen gekocht. 30 Menschen, die auf IMWA-Land ein festes Zuhause gefunden haben. Eine der wichtigsten Einrichtungen in der Bibelschule ist die Pastorenausbildung. Hier werden Missionare ausgebildet, die dann in ihre verschiedenen Gemeinden zurückgeschickt werden. Erwachsene Menschen, manche verheiratet, manche nicht, aber sie haben das Bedürfnis, mehr über die Bibel zu lernen. Sie wollen mehr über Jesus Christus erfahren und über sein Reich. Sie möchten Diener des Evangeliums werden, wo immer sie sind. Fadil und ich sind Glaubensbrüder. Wir verstehen uns wunderbar. Wenn wir über Jesus Christus sprechen, dann sprechen wir über das Gleiche. Und dann kommt auch das Feuer einfach durch. Und es geht nicht um mich. Fadil würde nie sagen, oh, ich will hier ein großer Macker werden, sondern ich will, dass Jesus Christus hier der Große wird. Und das ist eben unser Ziel, unser Wunsch, dass das weiter wächst. Es ist gewachsen. Und wie? Viele nennen IMWA-Land heute nur noch Wunderland. Was hier im Busch aus dem Boden gestampft wurde, grenzt wirklich an Wunder. Geholfen hat ein kleiner Verein mit dem Namen Liebe und Reis. Und, wie gesagt, ganzen 12 Mitgliedern. Es geht weiter. Das Team von Liebe und Reis kämpft sich mühsam durch den Busch. Gesucht wird ein Ort namens Kubone, den anscheinend aber niemand kennt. Walter Krug ist mit einem Pastor verabredet, der mit Hilfe von Fadil und IMWA-Land im tiefsten Busch eine Gemeinde gegründet hat.
Mit Tempo 10 dauert die Suche allerdings Stunden. Eigentlich liegt Kobone nur 33 Kilometer von der Hauptstadt Banjul entfernt. Der winzige Ort wirkt aus der Luft wie das Dorf von Albert Schweitzer im afrikanischen Gabun. Nur, dass hier kein Krankenhaus, sondern eine christliche Gemeinde entstanden ist. Unter diesem gewaltigen Mangobaum gründete Pastor Idrissa Fabure 2007 eine christliche Gemeinde mit einer Handvoll Mitgliedern. Walter Krug und Pastor Fabure sind sich noch nie begegnet. Das Team von Liebe und Reis will auch hier helfen. Der kleine Gemeinderaum ist bescheiden eingerichtet. Nur wenige Stühle, ein paar selbstgezimmerte Bänke. Am Anfang gab es gar keine Stühle. Man saß unter dem gewaltigen Mangobaum im Garten. Heute gibt es wenigstens diesen kleinen Raum. Man könnte sicherlich andere Ecken aussuchen, wo es schöner ist, wo wir uns wohler fühlen. Aber das ist genau das. Zum einen, es geht nicht darum, was wir wollen. Wir sind herausgefordert. Wo will uns Gott haben? Also wenn Gott sagt, geht nach Gambia, dann gehen wir nach Gambia. Und deswegen sind wir hier. Als junger Mann fand auch Idrissa Fabure zum Glauben. Mit 10 Freunden nahm er an christlichen Gottesdiensten teil. Als sein Vater davon erfuhr, zwang dieser ihn mit vorgehaltenem Gewehr, dem Glauben abzuschwören. Andernfalls würde er ihn töten. Und auch jetzt gibt es Probleme mit der muslimischen Community nebenan. The mosque is not very far and they don't. Die Moschee ist nicht weit entfernt und die glauben nicht, dass eine Kirche in der Nähe existieren darf. Der Punkt ist, dass überall, wo das Evangelium hinkommt, der Glaube die Menschen verändert. Er verändert ihr Leben. Das stört die Muslime bei uns. Die Menschen, die das Evangelium verkünden, wie ich, sind ihnen suspekt. Gegen die zunehmenden Anfeindungen möchte Pastor Fabure gerne eine Schutzmauer errichten. Seine Gemeinde ist trotz aller Konflikte mit den Nachbarn ständig gewachsen. Viele seiner Gemeindemitglieder laufen 7 Kilometer und mehr, um die Gottesdienste zu besuchen. Er hofft, dass Liebe und Reis helfen kann. Auch das Gebäude muss dringend repariert werden. Klar, die ärmlichen Verhältnisse, das fordert heraus. Und in all dem zu sehen, wie Christen ihr Leben so leben, als Zeugnis, dass Menschen sagen, das ist was. Und dann kommen sie hierher und bauen dann so eine Gemeinde auf, wo wir sagen würden, da geht doch kein Deutscher hin. Ja und, die Leute kommen. Gambia ist auch für junge Christen attraktiv. Sie sind aus dem ganzen Bundesgebiet gekommen. Organisiert wird das vom Forum Wiedenest in Bergneustadt, Nordrhein-Westfalen, mit ihrem Projekt Herzwerk. Den jungen Leuten wird bei der Berufswahl geholfen, bei der Festigung ihres Charakters und natürlich auch ihres Glaubens. Was kann es da Besseres als einen Aufenthalt in Afrika geben? Der Verein Liebe und Reis berichtete dem Jugendwerk von den Möglichkeiten, die ein Einsatz in Gambia bietet. Ein gemeinsamer Aufenthalt war schnell beschlossene Sache. Die beste Adresse für Christen aus aller Welt ist natürlich das Imwaland bei Pastor Fadil Ceesay. So lernen die Jugendlichen aus Deutschland die Arbeit der einzigen Bibelschule in Gambia und das Engagement von Liebe und Reis kennen. In die entlegenen Dörfer Gambias kommt man nur mit dem Auto, Motorrad oder per Anhalter. Das ist nicht nur Abenteuer pur, sondern macht im Team auch richtig Spaß. Das Programm führt die Jugendlichen ins Landesinnere, wo sie mit Einheimischen zusammentreffen und gemeinsame Stunden erleben.
Wir besuchen Familien und unser großer Wunsch ist, dass wir Wertschätzung Menschen bringen. Ja, dadurch, dass wir Kindern freundlich begegnen, nicht einfach Geld hier mit hinbringen und irgendwie Geld verteilen, sondern wir wollen gerne Wertschätzung, Respekt. Wir interessieren uns für die Kultur, für die Menschen. Das ist so ein Geschenk zu sehen, wie die Menschen hier wirklich leben, dass man sie so hautnah erlebt, wie sie wohnen, wie sie denken und das ist nicht nur auch den Ort nicht nur als Urlaubsort zu sehen, sondern irgendwie als echte Menschen, die hier eine Geschichte haben. Also unser Anliegen ist ja, Erfahrung zu machen, dass es Sinn macht, etwas zu geben. Es macht Sinn, anderen Menschen hier, den Kindern Wertschätzung zu geben durch einfache Spiele. Einfach durch auf den Arm nehmen, manchmal einfach nur rumtragen, Kleinigkeiten vielleicht zu schenken oder gemeinsam Fußball zu spielen. Und einfach so, im Geben werde ich selbst beschenkt. Und das ist etwas, was wir hier permanent erleben. Und ich merke, wie ich selbst dabei total beschenkt bin. Okay. Oder es gibt Besuche wie hier in der ABBA-Schule in Banjul. Den Kindern macht es Freude zu erleben, dass man mit Jesus richtig Spaß haben kann. Ein Höhepunkt der Gambia-Reise. Walter Krug und sein Team von Liebe und Reis besuchen zum ersten Mal Pastor Thomas Mendy und die Makarios-Gemeinde mit dem Titel Oase für Gambia. Sie wurde erst 2020 gegründet. Hier haben besonders die Glaubensgeschwister aus Neckarsulm, Bruchsal und Weilheim mitgeholfen. Heute will das Team von Liebe und Reis zum ersten Mal persönlich in Augenschein nehmen, was in der Oase für Gambia gebaut wurde. Es sind Schulungsgebäude entstanden, Aufenthaltsräume für Jugendliche und natürlich das neue Gemeindehaus. Oase für Gambia konzentriert sich nämlich auf die Evangelisation, die Jüngerschaftsschulung und die Betreuung von jungen Leuten. Nirgendwo sonst in Gambia werden Bedürftige, Waisenkinder und Missionare so konsequent ausgebildet und betreut wie in der Oase für Gambia. Ein Dank an die Glaubensgeschwister daheim. Liebe KfB, ich grüße euch ganz herzlich aus Gambia. Hier könnt ihr sehen, was mit euren Spenden entstanden ist. Ein beeindruckendes Gebäude. Kein Cent war umsonst. Ja, vielen Dank, herzliche Grüße. Es ist Sonntag, Gottesdienst in der Makarios-Gemeinde. Die einen kommen zu Fuß, die anderen mit dem Auto. Das Publikum ist gemischt. 2% der Gambier sind reich. Sie handeln mit alten Autos aus Europa und mit Bauland und Immobilien. Die Gemeinde von Pastor Thomas entstand hier an diesem Ort, eine Autostunde von Banjul entfernt, weil die Grundstückspreise in der Hauptstadt nicht mehr zu bezahlen sind. Aber bei Pastor Thomas sind alle gleich und herzlich willkommen. Auch die jungen Herzwerker sind heute unter den Gästen. Gambier aus allen Ecken des Landes und natürlich auch das Team von Liebe und Reis. Besonderer Ehrengast in diesem Gottesdienst ist natürlich Walter Krug. Es ist schön, hier zu sein und wir freuen uns sehr, danken für das Einladen und haben schon lange darauf gewartet, dass es möglich sein wird. Er hat der Gemeinde ein Geschenk mitgebracht in Form eines großen Banners.
Es ist das Wort unseres Herrn Jesus, der gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und auch Walter und der Verein Liebe und Reis gehen nicht unbeschenkt nach Hause. Auch die Makarios-Gemeinde ist der Beweis dafür, dass ein kleiner christlicher Verein aus Deutschland erfolgreich darin sein kann, das Evangelium von Jesus Christus auf dem afrikanischen Kontinent zu verbreiten. Es kommt nicht auf die Größe eines Vereins an, sondern auf die Glaubenstiefe. Und die Liebe. Und natürlich Reis.